freut, Sie alle heute Abend begrüßen zu dürfen. Besonders Dank geht auch das Bundesamt für Gesundheit, das den Anlass trotz Schreinerei nicht verboten hat. Hochgeschätzter Andreas Thiel, werte Anwesende. Die Jungfreisinnigen vom Kanton Zürich dürfen heute bereits zum 10. Mal den liberalen Rat vergeben. Wir, die grösste Zürcher Jungpartei, überreichen diesen Preis in Form von einer Bronzeskulptur an Personen, die einen namhaften Beitrag an eine liberale Gesellschaftsordnung geleistet haben, wie sie in den Statuten des Liberalen Rat-Komitee heisst. Im Frühling 2000, wir haben es gehört, ist der Altregierungsrat Ernst Buscher unser erster Preisträger gewesen. Die Jungfreisinnigen haben damit seine progressive Bestrebungen in der Zürcher Bildungspolitik gewürdigt. Nach ihm ist der Oscar vom Liberalismus am Weltgründer Klaus Schwab, am Medienpionier Roger Schawinski, an den damaligen Bundespräsident Pascal Couchepin und im 2004 am Weltbuch- und Chefredakteur Roger Köppel gegangen. Im 2005 ist der Preis an eine Kollegialbehörde an der Regierung vom Kanton Aargau verliehen worden. Und im 2006 ist mit der Bevölkerung von Obwalden gerade den ganzen Kanton geehrt worden. Vor 2 Jahren ist der Liberale Rat mit dem ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Gasser als Preisträger zum ersten Mal ins Ausland gegangen. Und im 2008 sind mit dem Dr. Thomas Held, dem Professor Dr. Franz Jäger und dem Dr. Beat Kappeler gerade 3 Einzelpersonen geehrt worden, die alle auf ihrem Gebiet zu den profiliertesten liberalen Vordenker gehört. Dieses Jahr wird mit dem Satiriker Andreas Thiel zum ersten Mal eine Person aus dem Bereich Kunst und Kultur für ihren Verdienst und die liberale Idee auszeichnet. Seien wir ehrlich, der Kunst und der Kultur haftet in der Schweiz ein bisschen das Image vom staatlich subventionierten Informationsgefäß für sozialdemokratische Propaganda. Das nicht ohne Grund. Die staatliche Beihilfe wächst von Jahr zu Jahr und man wird den Eindruck nicht los, dass immer der gleiche kleine Zirkel von diesen Fördermaßnahmen profitiert. Zum Glück gibt es aber Kulturschaffende, die sich nicht vom Mainstream vereinnahmen lassen und sich schonungslos im Publikum und damit am Markt stellen. Unser heutiger Preisträger gehört nur zu dieser kleinen Gruppe von kulturellen Widerstandskämpfern. Nein, er nutzt seine Unabhängigkeit auch zur pointierten Verteidigung vom freiheitlichen Gedankengut. Das Engagement verdient aus jungfreisinniger Sicht eine klare liberale Würdigung. Gerne möchte ich Ihnen, verehrte Preisträger, in diesem Zusammenhang folgendes Zitat von Albert Schweitzer widmen und mit auf den Weg geben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs, als die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln. Der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Zitat Ende. Schaut man das Wirken von vielen von Ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen an, so scheint sie gerade eben nicht nach dem Grundsatz zu leben und ihr Wirken primär auf den Erhalt von Subventionen auszurichten. Das ist irgendwo verständlich. Der Mensch neigt zum Weg vom geringsten Widerstand. Ist aber nicht gerade die Unabhängigkeit das zentrale Momentum von Kunst und Kultur. Ist es nicht gerade die Möglichkeit zur tabulosen Kritik von Gesellschaft und Staat, die ihr Wesen ausmacht? Subventionen und Fördermaßnahmen untergraben das Prinzip. Schlussendlich bedeutet sie eine staatliche Selektion von dem, was gut und gescheit ist. Vielleicht mag die Form der Beeinflussung nicht so brachial und einschneidend sein wie die Zensur. Ihre Wirkung ist sie jedoch ähnlich. Dem gegenüber stellt sich unser Preisträger im freien Markt der kulturellen Ideen. Dabei ist nicht nur gesagt, dass auch er Fördermittel zugesprochen bekommen wird. Nein, er liegt gar nicht erst der süßen Versuchung vom Subventionsgift. Eben, weil ihm seine Unabhängigkeit wichtiger ist. Damit wählt er gerade nicht den Weg im geringsten Widerstand, sondern derjenige von der Selbstverantwortung. Das Risiko, in der Gunst der Zuschauer durchzugehen, inklusive. Sie leben damit, verehrte Preisträger, das liberale Ideal im Prinzip so unmittelbar wie nur irgendwie möglich. Und sollte ein Vorbild für andere Kulturschaffende und Liberale sein.
Es ist jedoch besonders bemerkenswert, dass Andreas Thiel das freiheitliche Prinzip nicht nur lebt, sondern in seinem Werk auch immer wieder auf äußerst unterhaltsame Art und Weise verteidigt. In seinem neuesten Programm behauptet unser Preisträger 1971 als Anarcho-Liberal auf die Welt gekommen zu sein. Und wenn man seine Arbeit verfolgt, wird man das Gefühl nicht los, dass es auch bis heute geblieben ist. Das ist natürlich aber keineswegs negativ zu beurteilen. Auf die Jungfreisinnigen trifft auf alle Fälle die in einigen Bezeichnungen zu. Erst nach seiner Lehre als Hochbauzeichner hat sich unser Preisträger am künstlerischen Metier zugewendet und ist ihm zum Glück bis heute treu geblieben. Wirklich der Politsatire hat er sich jedoch erst im Jahr 2001 verschrieben, wo ein Journalist von der NZZ seine Texte als nicht bissig bezeichnet hat. Das hat unser Preisträger zum Glück nicht auf sich sitzen lassen. Und sind wir ehrlich, in Zeiten von ständig wachsenden Staatsaufgaben und immer neuen Produkten und Gesetzen gehen am liberalen Politsatiriker, man muss vielleicht sagen, leider, der Stoff nie aus. Sie verstehen es dabei, wie kein zweiter verehrter Preisträger den Leuten und besonders der Politik den Spiegel und insbesondere die Inkonsequenz für ihrem Tun und Denken vorzuhalten. Ein besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die Schweiz. Schonungslos decken sie Widersprüche in den Programmen und Reden von der Politik auf, um es nachher genussvoll zu zerpflücken und ab absurdum zu führen. Sie müssen Politiker aber auch ein bisschen verstehen. In diesem Geschäft ist es leider etwa so, dass es wichtiger ist, was morgen geschrieben wird, als was gestern gesagt worden ist. Als liberaler Satiriker pflegt unser 30-jähriger Preisträger natürlich auch ein spezielles Verhältnis zur FDP. Gut, wir haben jetzt die Erinnerung daran, dass Freisinn nicht von frei von Sinnen kenne. Wirklich in der Direktheit nötig war, wollte ich mal im Raum stehen lassen. Aber es verstehen Sie ausgezeichnet, den Finger auf die wunden Punkte vom Selbstverständnis dieser Partei zu legen. Dabei bringen Sie die Freisinnigen dazu, sich mit sich selbst und ihrem Denken kritisch auseinanderzusetzen, also aus liberaler Sicht zu hinterfragen. Und das kann schlussendlich für den Liberalismus in der Schweiz nur förderlich sein. Verehrte Damen und Herren, unser Preisträger lebt und verteidigt den Liberalismus tagtäglich. Die Versuchung der Subventionen ist er nicht erlegen. Und mit seinem Programm leistet er wohl einen wichtigeren Beitrag für das Verständnis der Freiheit der Bevölkerung, als das die meisten Politiker überhaupt machen könnten. Vielleicht ist gerade Humor das beste Kommunikationsmittel für die freiheitliche Idee des Liberalismus. Als Bürger, als Liberale und als Kulturinteressierte sage ich Ihnen darum Danke. Hochgeschätzte Preisträger, es ist mir eine grosse Ehre, Ihnen im Namen der Jungfreisinnigen Kanton Zürich diese Statue, gestaltet vom bekannten Künstler Max Zuber, zu überreichen. Unser Dank gilt dem liberalen Wahlkomitee, dem Zürcher Künstler Max Zuber und unseren Gönnerinnen und Gönnern. Möge Ihnen der liberale Wort eine Bestätigung für das Wirken in der Vergangenheit und eine Stärkung für Ihr Schaffen in der Zukunft sein.